Ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich habe den Titel ein bisschen variiert, weil mir das irgendwie zu langweilig erscheint, immer nur die Aufweitung der Klimakorridore. Wissen Sie, das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Ich denke mir, das ist ein bisschen langweilig. Ich dachte mir, heute kommen so viele Vorträge über Museumsneubauten, über Depotneubauten, über Tonnen von Beton, die man in die Welt setzt. Ich wollte es ein bisschen allgemeiner halten, diesen Nachmittag. Museen in der Klimakrise. Es ist inzwischen fast 30 Jahre her, gut 30 Jahre eigentlich, seit die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, die UNCED, den Weltgipfel von Rio de Janeiro ins Leben gerufen hat, um, Zitat, gefährliche menschliche Eingriffe in das Klimasystem durch die Stabilisierung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen zu bekämpfen. Und 8 Jahre jetzt, seit das Pariser Klimaabkommen eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung zur Bekämpfung des Klimawandels eingeleitet hat. Damit eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius oder 1,5 Kelvin gelingen möge, müssen die durch den Menschen erzeugten CO2-Nettoemissionen bis 2030 gegenüber 2010 um etwa 45% fallen und 2050 den Netto-Nullpunkt Net Zero erreichen. Was wir heute gehört haben, steht da in einem gewissen Widerspruch. Ambitioniertere Emissionsziele übrigens erhöhen darüber hinaus die internationale Gerechtigkeit, Climate Justice, ein weiteres essentielles Desirat der Klimabewegung. Schon heute behindert die Klimakrise Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Menschenrecht auf Kultur und Wissenschaft. Es ist zu befürchten, dass sich diese Probleme weiter verschärfen. Trotz dieser Bemühungen, um mal den Rahmen noch mal ein bisschen zu setzen für meinen Beitrag, trotz dieser Bemühungen sinken die Emissionen nicht im notwendigen Umfang. So sind sie in Deutschland nach Angabe des Umweltbundesamts 2021 gegenüber dem Vorjahr sogar um 4,5% gestiegen. Die notwendige transformative Anpassung bleibt also für viele eine ferne Perspektive. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat den Status quo als, Zitat, eine vernichtende Anklage gegen eine gescheiterte Führung im Klimaschutz bezeichnet. Und die Leiterin oder ehemalige Sekretärin des Klimapanels hat gesagt, wir laufen blindfolded in a minefield, wir laufen blind in ein Minenfeld. Und das ist die Realität nach jedem Klimagipfel, den wir haben. Wir planen gerade die 28. Klimakonferenz, steigen unsere Emissionen an. Letztlich, und das Bild, ich sage mal, ich bin Deutsch-Amerikaner, ja, das Bild ist von Nantucket, das ist so das amerikanische Sylt. Die letzte Generation ist noch nicht da, aber vielleicht kommt sie hin. Haben massive Probleme mit der Küstenerosion in Nantucket und jedes dieser Häuser kostet irgendwie so ab $10 Millionen aufwärts, aber egal. Letztendlich wird es darauf ankommen, dass wir verstehen, dass all diese Prozesse in einem eng vernetzten System ablaufen, mit Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und die weitere Gesellschaft, die sowohl schwierig einzuschätzen sind, als auch entsprechende Ressourcen benötigen, um in ausreichender Tiefe erforscht zu werden. Sie haben gehört, ich bin Direktor des Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin. Das ist wirklich manchmal eine schwierige Aufgabe in Deutschland. Heute nicht das Thema, aber das Fehlen der nationalen Forschung auf diesem Gebiet ist ein Riesendesaster. Das spüren wir ja auch in der Politik. Viele Wissenschaftler mahnen seit langem an, dass wir schneller ins Handeln kommen müssen und immer mehr Ländern sammeln sich Gruppen, die sich dafür einsetzen und immer häufiger auch zu zivilem Widerstand gegen eine Politik aufrufen, die sich der zunehmenden Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu unentschlossen und zu langsam entgegenstellt. Ganz klar ist, die Lösungen für die Klimakrise werden nicht in denselben nicht nachhaltigen Modellen zu finden sein, die den Planeten in den letzten Jahrzehnten in immer akutere Gefahr bringen. Vielleicht eine Zahl, 60% des CO2, was wir hier oben haben, was für Tausende von Jahren oben bleiben wird, ist in den letzten 40 Jahren eingebracht worden. Das ist so, happened on my watch, ja, das ist meine Zeit. Und vielleicht auch noch eine weitere Zahl, die auch nicht uninteressant ist in dem Zusammenhang. Als ich in die Grundschule ging, 1971, war der Earth Overshoot Day in Deutschland, also der Tag, an dem Deutschland seine Ressourcen verbraucht hat, am 29. Dezember. In diesem Jahr war er am 4. Mai. Das ist die Realität. Nach Aussagen namhafter WissenschaftlerInnen haben wir nur noch dieses Jahrzehnt,
um in Bezug auf die bröckelnden Planetary Boundaries, und ich verweise auf den bahnbrechenden Artikel von Johann Rockström von 2009, die Planetary Boundaries, das sind ja mehr, das ist ja nicht nur die Klimageschichte, das ist auch die Biodiversität, die Bevölkerungsentwicklung und so weiter. Wir haben nur noch dieses Jahrzehnt, um eine radikale Wende herbeizuführen, nicht wie es aus der Politik neulich verlautet ist, wir brauchen eine 360-Grad-Wende, ja? Weil dann sind all die, die mal in Mathematik aufgepasst haben, immer am selben Ort, wo sie vorher schon waren. Das brauchen wir nicht. Wie können wir im Bereich der Museen diese wenigen Jahre nutzen, die uns noch bleiben, um unseren Anteil am Kampf gegen die Klimakrise zu leisten? Und wir müssen dafür ein paar Dinge verstehen, 4 Dinge. Die Klimakrise ist real, sie hat in vielen Teilen der Welt bereits begonnen und fordert auch heute schon Opfer. Menschen, die verhungern, die unter Krieg und Konflikt leiden. Sie ist nicht weit weg, sie ist eine reale Bedrohung. Wir haben sie selbst verursacht, wir Menschen haben diese Krise selber verursacht. Es handelt sich bei ihr um eine noch nie dagewesene, sehr ernste Bedrohung der Zivilisation insgesamt und sie wird alles, was uns vertraut ist, verändern und glauben Sie mir, sie wird nicht vor den Türen der Museen und Kultureinrichtungen Halt machen. Und wenn wir das verstanden haben, und wohlgemerkt, es geht ums Verstehen, es geht nicht um das Glauben, ich rede hier nicht über den Weihnachtsmann. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns fragen, was können und was müssen wir in unseren Museen tun, was müssen wir ändern, welche Stellschrauben gibt es. Und da steht für mich ganz oben, wir brauchen dringend eine Einbindung des Kulturgutschutzes in die politischen Nachhaltigkeits- und Klimastrategien. Auch da fällt Deutschland im europäischen Vergleich weit zurück. Ich sage nur ein Beispiel, was gerade aktuell ist. Ja, mein Träger BKM wird vielleicht sich nicht freuen, wenn ich das so sage, aber es gibt von der Europäischen Union eine Joint Programming Initiative, es gibt ein Forschungsrahmenprogramm zum Thema Klimawandel und Kulturerbe. Das ist Joint Programming Initiative, die einzelnen Länder zahlen ihre Beiträge dazu, inzwischen wurden über 17 Millionen Euro eingesammelt. Das bevölkerungsreichste und überhaupt das reichste Land der EU ist nicht dabei, Deutschland. An der Schnittstelle zwischen Klimawandel und Kulturguterhalt ein Forschungsprogramm zu unterstützen. Und warum? Könnte man jetzt spekulieren, die Zeit haben wir in den 15 Minuten nicht, aber das ist natürlich der Föderalismus, ist die Frage, spricht das Kulturstaatsministerium, was ja eigentlich kein Ministerium ist, auch mit dem Bildungsministerium? Ja, vielleicht schon, aber kommen Sie zu einer gemeinsamen Haltung? Eher nicht. 2019 haben wir, also eine Gruppe von DirektorInnen deutscher Kunstmuseen, unterstützt von Wissenschaftlern, in einem offenen Brief an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien geschrieben und mehr Anstrengungen zur Bewältigung der klimapolitischen Herausforderungen in den Museen gefordert. Eine unserer Kernforderungen war die Einrichtung einer zentralen Taskforce, die sich einzig und allein den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet. Eine Antwort aus dem Ministerium haben wir weder 2019 noch 2020 noch überhaupt erhalten. Gut, das Ministerium hat dann auch gewechselt, aber immerhin, es wird ja diskutiert, die Einrichtung einer Green Culture Desk, das ist auch im Koalitionsvertrag der Ampel enthalten. Das ist sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, wenn sie nur endlich mal gemacht würde. Ja, sie war ein Antrag der Opposition 2021 mit 50 Millionen Euro, es ist auf 5 Millionen Euro geschmolzen, aber wenn sie dann nun mal kommt. Worüber reden wir denn bei den Museen überhaupt? Und wir haben heute an vieler Stelle, es war für mich schon ein bisschen anstrengend zu hören, wie viel hier alles gebaut wird. Ja. Man kann sich vorstellen, wenn man da zuhört, wo überall gebaut wird. Aber das ist natürlich ein globaler Trend. Also Waldemar Januszczak, der Kunstkritiker, hat mal gesagt, der Museumsneubau ist kein Boom, es ist eine Orgie. Offensichtlich wurden im noch jungen 21. Jahrhundert mehr Museen errichtet als im gesamten 19. und 20. Jahrhundert zusammen. Jedes Jahr entstehen in China ungefähr 700 neue Museen. Und wenn Sie dann noch wissen, das wäre Zement ein Land, wäre es auf der Position 3 in der Emissionsranking hinter der USA und China. In China wurden in 3 Jahren, 2013 bis 2015,
wurde mehr Zement verbraucht als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert. Das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, unter denen wir hier stehen. Dabei ist es ganz klar, die Kultureinrichtungen in Deutschland werden auf sich allein gestellt keinen Erfolg haben. Es braucht neben dem Capacity Building, diese Green Culture Desk, die ich vorhin erwähnt habe, Capacity Building zum Nachhaltigkeitsreporting, es braucht auch massiv verstärkte Anstrengungen in der Forschung. Wenn wir gerade von dieser Museumsneubauorgie gesprochen haben, lohnt es sich zu erwähnen, dass es viele Jahrzehnte dauert, bis ein neues Museum, selbst wenn es nach den besten Nachhaltigkeitsstandards errichtet wurde, die es gibt. In den USA ist das LEED, in Deutschland ist es das BNB, in England ist es das BREEAM. Ja, BNB gibt es leider noch kein Modul für Museen, Archive und Bibliotheken. Wir sind gerade dabei, so ein Modul vorzubereiten mit Partnern im Radkin-Forschungslabor für das Bauministerium. Aber nicht vergessen, es dauert viele Jahrzehnte, auch wenn Sie dieses Museum oder dieses Neubau so ausrichten, dass er praktisch keine Energie verbraucht, durch die graue Energie, die in ihm drin steckt, dauert es viele Jahrzehnte, bis er mit einem Bestandsbau auf Null gekommen ist. Bis er einen wiedergenutzten Altbau in der Emissionsbilanz eingeholt hat. Denn einfach zu viel CO2 entsteht beim Brennen von Zement, beim Schmelzen von Stahl, von Aluminium, von Glas und all der damit verbundenen Logistik in Neubauten. Diese graue Energie, schade, dass die Lichtverhältnisse irgendwie nicht so toll sind, aber okay, diese graue Energie ist langfristig wirklich auch schwer abzuschätzen, muss man eingestehen, da die nicht erneuerbaren Energieinhalte von Ersatzmaterialien, von Ersatzsystemen schwer vorhersagbar sind. Wie intensiv wird die Herstellung von Baumaterialien in einigen Jahrzehnten verlaufen? Wer weiß das heute? Dazu kommt auch noch, dass es kaum ein gängiges System gibt, in der Nachhaltigkeitsbewertung die Beiträge der grauen Energie zu berechnen, die bei Abriss und Entsorgung anfallen. Und von einer angemessenen Quantifizierung für historische Gebäude, geschweige denn Denkmale, kann schon gar keine Rede sein. Mit zunehmender Nutzungsdauer gewinnt die Betriebsenergie an Gewicht. Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs, wie wir sie heute auch gehört haben, während des gesamten Lebenszyklus, sollten demnach zuallererst auf Konstruktionsüberlegungen basieren. Das Haus ist die erste Kontrollinstanz für das Spätere, nicht die Technik. Ja, nicht die Technik, die man reinbaut, sondern das Haus muss die erste Kontrollinstanz sein, die Betriebsenergie des Gebäudes dann erheblich reduzieren. Auf der anderen Seite, wenn wir immer weniger Energieverbrauch haben, steigt natürlich die graue Energie prozentual wieder an über den Lebenszyklus von Gebäuden in ihrer Bedeutung. Wenn die Hälfte der Grünhausgase im Zug von Bau, Abriss und Betrieb von Gebäuden entstehen, so ein Kollege von mir aus Boston, Max Page, werden die Anstrengungen zur Erhaltung bestehender Gebäude zu einem Eckpfeiler jeder Nachhaltigkeitsstrategie. Der Grund für den hohen CO2-Fußabdruck, ich habe meine Uhr gar nicht gestartet, Entschuldigung, deswegen habe ich hier so eine super tolle Zeit. Ich habe mich schon gewundert, das gibt es ja nicht, die Zeit vergeht gar nicht. Irgendwie bin ich da drauf gekommen, Entschuldigung. Sie geben mir ein Zeichen, oder? Wenn ich noch 3-4 Minuten habe, wäre es gut. Der Grund liegt in den Kellern und Dächern verborgen. Es ist die aufwendige, meist am technisch möglichen und nicht am konservatorisch notwendigen ausgerichtete Klimatisierung. Ich spreche mal ein bisschen über unsere eigenen Häuser in Berlin. Unser Energieverbrauch liegt bei 70 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Über die letzten Jahre weitgehend konstant, also nicht so, wie Paris das eigentlich vorsieht und nicht so, wie unser Klimaschutzgesetz das eigentlich vorsieht. Wir bleiben relativ konstant. Wir steigen sogar in manchen Einrichtungen an. Und dadurch, dass wir ständig neue Museen eröffnen und bauen, wird die Statistik auch nicht besser. Ja? Das ist unsere Statistik in Berlin. Wir haben ein Projekt mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, das Projekt Grünes Museum und klimagerechte Kultur. Darin machen wir ein Benchmarking, also eine Bestandsaufnahme zur nationalen und internationalen Diskussion vom Grünen Museum. Wir haben eine Datenbank mit inzwischen über 150 Museen, Depots und Archiven, was die Energieverbräuche angeht. Da sehen Sie einen Plot, dank der Zuarbeit vieler Häuser, übrigens auch aus Bayern. Ganz herzlichen Dank dafür. Diese Teilnahme an diesem Benchmarking, was das BKM explizit fördert, auch bei uns fördert am Haus, ermöglicht es Ihnen eben, Ihren Museen einen ökologischen Fußabdruck im nationalen und internationalen Bereich zuzuordnen.
Selbstverständlich sichern wir Vertraulichkeit für die Daten zu, weil Sie wollen vielleicht nicht ganz rechts in diesem Diagramm auftauchen, sondern lieber links. Aber ich kann Ihnen sagen, vor 2 Wochen hat mir jemand geschrieben aus Frankreich, der tauchte ganz weit rechts auf und hat gesagt, Herr Simon, vielen Dank, das konnte ich in meinem Rathaus vorlegen und jetzt habe ich ein Förderprogramm bekommen, weil ich möchte nächstes Jahr hier ein bisschen weiter nach links rutschen. Ganz links übrigens das Depot in Weile in Dänemark mit 8 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, es gibt schon bessere, aber auch viele schlechtere. Gut, die neue Nationalgalerie Mies van der Rohe, Berlin, verbraucht, das ist auch eine wichtige Information zum Teilen, die ist ja instand gesetzt worden, David Chipperfield Architects in den letzten Jahren. Sie verbraucht 2021, also nach ihrer Instandsetzung für Wärme und Lüftung, ca. 30% mehr Energie als vor ihrer Instandsetzung. Der Kälteverbrauch am Kulturforum hat sich 2021 um fast 50% erhöht durch dieses eine Haus. Klar müssen diese Zahlen validiert werden, überprüft werden, aber auf unserem gemeinsamen Weg in Richtung klimaneutraler Museen erscheinen sie wie ein Menetekel. Man kann der Nationalgalerie, der neuen Nationalgalerie natürlich zugutehalten, dass sie 1969 eröffnet wurde, also 3 Jahre vor dem ersten Bericht des Club of Rome, 4 Jahre vor der ersten Ölkrise. Damals hielt man den grenzenlosen Ressourcenverbrauch für eine tragfähige und gute Option. Heute tut man das nicht mehr, aber was hat sich denn wirklich geändert? Falls Sie das lesen können, schon Anfang des 20. Jahrhunderts wusste der Architekt des MFA, des Museum of Fine Arts in Boston, Clipston Sturgis, dass man die Anzahl der Fenster in einem Museum so gering wie möglich und ihre Größe klein halten sollte, auch wenn das führt, dass es ein paar dunkle Tage gibt. Ja. 1969 war diese Erkenntnis vergessen. Und so wirken viele Museumsneubauten auf der ganzen Welt, nicht nur bei uns in Berlin, seltsam aus der Zeit gefallen. Den Charme eines Haarsprays mit FCKW aus den 70er Jahren hat die Wochenzeitung Der Freitag diesem inzwischen klimafeindlichsten Gebäude unserer Geschichte, klimafeindlichsten Bauprojekt der Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum gewidmet. Ich bin, und das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen, davon überzeugt, dass das beste Museum, das man heute in Deutschland bauen kann, meine Damen und Herren, das ist, auf dessen Bau Sie verzichten. Wir machen neben dem Energiemonitoring noch auch das Klimamonitoring. Wir bieten also für BKM, Museen, Depots, Archiven, Bibliotheken auch an, ihr Klima einzustufen nach verschiedenen Standards, realen Standards von ASHRAE, das ist der amerikanische Klimaingenieurstandards, aber auch von den Empfehlungen des Deutschen Museumsbunds vom letzten September oder den Empfehlungen der BISO-Gruppe von 2014. Wenn Sie uns Ihre Daten schicken, wir werten das aus. Es gibt auch spezielle DIN-Normen für Archive, die sind noch strenger. Gehen wir ein bisschen schneller. Ich kann vielleicht so ein bisschen Einblick als Work in Progress in die Auswertung geben. Wir haben 40 Häuser inzwischen in unserer Datenbank drin. Die meisten Museen in Deutschland fallen in die ASHRAE-Klasse C. Ich meine, ich weiß, jeder will Doppel-A sein, ja, ist aber nicht so. Es gibt nur wenige, es gibt sehr viele, die Doppel-A sein wollen und auch sagen, dass sie es sind, aber dass sie es wirklich sind, nein. Manche sind auch in der Klasse B. Zwischen den Empfehlungen und der Realität in den Museen besteht also eine gewisse Diskrepanz. Feuchte Schwankungen unter 10% zu halten oder, wie der Museumsbund im September fordert, am Tag unter 5% zu halten, das ist eine echte Challenge. Es gibt ganz wenige Museen, die das schaffen. Es gibt solche, ja, aber diese sogenannten erweiterten Korridore, die allermeisten Museen schaffen das nicht. Nur 10% der untersuchten Museen schaffen das. Und deswegen, ganz aktuell nach dem Sturm am vorletzten Montag in Berlin, der in fast einem Dutzend unserer Museen und Institute der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und ich habe gar noch nicht alle Daten, ja, wir haben die Taskforce Risikomanagement, die Daten kommen so rein, das ist jetzt hier vom Dienstag, 11 Museen hatten mit Schäden, vor allem mit Wasserschäden zu rechnen. Wir hatten sehr hohe Niederschläge, 40 Liter pro Quadratmeter in wenigen Minuten. Vielleicht sollten wir uns langsam auch in den Museen fragen, was ist schlimmer für uns in den Museen, Klimaaktivismus oder Klimawandel, waren auch Leihgaben betroffen. Und das ist mein letztes Slide. Danke. Das sehen Sie jetzt leider nicht, dieses letzte Slide, weil so dunkel ist schon weg. Ist auch schon weg, schade. Nee, da ist es nochmal. Ja, es ist dunkel, das sollte auch dunkel sein, das ist ein Bild einer dunklen Landstraße. Da ist ein bisschen, also es ist schon was drauf, also wirklich, wenn man, es ist,
Und das ist der Abschluss für mich. Also auf vielen Ebenen unserer Gesellschaft spiegelt sich eine Ignoranz, die immer mehr Aktivisten auf die Straßen und in den zivilen Widerstand treibt. Eine Ignoranz und auch eine Verantwortungslosigkeit, für die unsere Kinder und Enkel einen sehr hohen Preis zahlen müssen. Johann Rockström, den ich vorher schon mal erwähnt habe, vom Klimafolgeninstitut in Potsdam, vergleicht die Krise mit dem Autofahren auf einer kurvigen Landstraße in absoluter Dunkelheit. Wissenschaft und Forschung sind die Scheinwerfer in Ihrem Auto. Ohne Wissenschaft und Forschung haben wir keine Chance, da sicher durchzukommen. Und das ist mein Plädoyer, wenn Sie mit der Politik sprechen. Es ist viel Kapazität da, es gibt Forschung, es gibt keine Forschungsmittel. Wir müssen uns mit diesem Thema ganz anders auseinandersetzen, denn die Zeit läuft ab. Vielen herzlichen Dank.